Hi guys, it's me. I will show you a bit of paper clay stuff here that already was prepared. I had it laying around here, a little sailing boat, and it waited for me to be worked into a piece of art. And working on a background with crackle paste and normal modeling paste to get that little sailing boat down onto the page. That's how I will glue it down later. You will see that. But at the moment, I remove all the hanging over bits, and you can see that you could, of course, cut it all out and then glue it somehow onto the page, but this connection areas, I leave them on. So, hi ihr Lieben, ich habe hier aus Fimo so ein Segelbötchen, ich habe da so eine Form gemacht, das hatte ich jetzt hier rumliegen, das habe ich damals gekauft und ausprobiert, und jetzt hatte ich es noch nicht benutzt. Habe mir gedacht, das liegt jetzt hier die ganze Zeit schon so rum und wartet nur darauf, verarbeitet zu werden. Ich habe gesehen, ich habe jetzt gerade die überstehende Gerade alle abgeschnitten und letztendlich ist es ja nicht miteinander verbunden. Das könnt ihr auch sehen. Wenn ich das jetzt im unteren Teil auch noch entferne, habe ich 3 Teile. Aber ich habe mir gedacht, die Platte, das lasse ich jetzt einfach. Und es kommt jetzt hier auf das Kraftpapier, das ich mit Gesso vorbereitet habe. Und ich werde das mit Modellierpaste befestigen, weil ich auch mit Krakelierpaste weiterarbeite. Aber das ist jetzt erstmal nur normale Modellierpaste und die verblende ich jetzt hier so in den Hintergrund. Und meine Idee war, ich packe da jetzt das Vintage Photo Distress Ink drauf. Wenn ich dann die Krakelierpaste benutze, das nimmt das immer so ein bisschen auf und das sieht dann sehr schön, hat so einen Vintage-Touch. Tut es auch, aber ich gehe da mit so viel Farbe drüber, dass es im Prinzip hinterher kaum noch zu sehen ist. Das werdet ihr dann auch noch sehen. You know, my idea behind this was that I work with the vintage photo here in the background with the distress ink, and this crackling paste always takes the vintage photo ink up a bit, and it looks really nice and looks so distressed and so vintagey. So that was basically my idea, but didn't work the way I wanted. No, didn't work. Can't say that. It was, yeah, I put more paint on again and again, and at the end of the day, you really can't see. But it's okay. I like the piece the way it is, and it looks quite nice. You will see at the end. So this is still crackling paste on top. The top part here is put on very thinly on the bottom. I used quite a big amount, and you can see that makes you can see here the vintage photo. It soaked through and worked. So yeah. But as I said, at the end you won't see that. So, ich habe dann hier, könnt ihr sehen, die Vintage, der Ink kommt jetzt schon durch, das sieht man. Hinterher halt nicht mehr so viel davon, weil ich packe da so viel Farbe drauf. Und hier nehme ich schwarze Farbe einfach, um die Crackle zu betonen, also die Risse. Aber das hat nicht gut geklappt, weil natürlich die Modellierpaste hat das so gut angenommen. Ich habe da vergessen, eine Schicht Gesso oder auch irgendeine Gelmedium drüber zu machen. Das war richtig blöd. Aber es ist nichts, was jetzt Bleiche nicht wieder korrigieren könnte. Das gehe ich jetzt, wie ihr seht, mit der Bleiche drüber und da sieht man hinterher nicht mehr ganz so viel. Es ist natürlich nicht komplett weg, aber ja, Fehler sind dazu da, um sie aufzugreifen und damit zu arbeiten. Ja, you know, I use here the black watercolor paint just to get the crackle enhanced and not the top. I wanted to wipe it off the top, but I forgot to put some gesso on top of the modeling paste or a bit of a gel medium. Forgot it completely, so the modeling paste soaked it all up. It's in there, so. But nothing what I couldn't fix here with a bit of bleach. And that's what I always say, you know, accidents happen, but deal with it and put it or let it be a part of your art. And that's what I did here.
I use it as a background for my dramatic sea. The water is it's not calm water. A lot of wind, a lot of waves, and so that's what I think looks more dramatic in dark colors. The bleach hasn't dried properly yet, so my blue will wear out a bit, but that's okay. And I will go on putting layers on it. Ich habe dann hier mit dem Blau weitergearbeitet. Natürlich das Schwarz nicht ganz weg, aber schon ein bisschen im Hintergrund hier mit dem Blau. Ihr könnt sehen, dass die Bleiche war noch nicht ganz trocken. Und wenn ich jetzt mit dem Heißtool drüber gehe, bleicht das wieder ein bisschen aus, was ich eigentlich sehr schön finde, den Effekt. Aber wie gesagt, mit dem bisschen, ja, dem Dunklen im Hintergrund und dann mit dem dunklen Blau und jetzt mit dem Grünblau, dann sieht es dramatisch aus. Ich hatte die Krakelierpaste ja auch was dicker draufgetragen, einfach auch um die Wellen zu zeigen, den Wind, die Wellen, eben ein tosendes Meer. So, jetzt hole ich die Strukturen wieder ein bisschen hervor, hier mit weißem Gesso. Das wiederhole ich dann später auch nochmal, einfach um diese Gischt der Wellen auch darzustellen. I just enhanced here, went over with gesso on the raised areas just to get the light areas and have the yeah, work out the waves even more. For the top here, I use a light blue. You can still see a bit of the vintage photo, and that's quite good. But at the end, it will look more yellowish. So, okay, but I go on here and use different, you will see that different tones of watercolors and blues here, just to give the sky a bit of drama as well. And here you can see that I use the blue for the background behind the sails. As I said before, that was connected there. I could have, yeah, cut it off, but I think that's okay. You can hardly see that there's a connection. So, okay, a bit of a dark blue hier. Ich habe dann hier noch ein bisschen verschiedene Blautöne im Hintergrund benutzt. Einfach auch noch ein bisschen Drama im Himmel. Das muss sein. Und gesehen hinter den Segel habe ich dann auch mit dem Blau gearbeitet, einfach um, ja, um den Himmel im Hintergrund darzustellen, dass man eben diese Verbindung da nicht mehr so sieht. Fällt auch kaum auf, also es ist im Prinzip okay. So, ich gehe jetzt hier erst noch mit Gesso über die Segel. Da ist mir ein bisschen blau hier und da drüber gelaufen, deswegen decke ich das jetzt noch ein bisschen ab mit Gesso. Ich habe hier, I'm just going over the sails and the boat with Gesso because I messed it up a bit with a blue watercolor paint, but easily to fix with gesso. Bit of a dark, what is it? It's not black, I think, but dark color here for this little windows. And of course, I will definitely, after I put a bit more gesso here on my waves, will work with my neocolors, or not neocolors, that's stupid, it's with my fluorescence pinks from the high flow golden. I couldn't resist using them, and I will use here you can see that I will use the orange for some stripes here on the sails. Ich habe dann noch ein bisschen die Wellen mit Gesso verstärkt, weil da natürlich auch die Farbe ein bisschen durchkommt. Nochmal drüber mit Gesso, dass es ein bisschen weißer ist. Und hier konnte ich natürlich wieder nicht widerstehen, meine Neonfarben zu nehmen, hier von dem High Flows von Golden. Ich denke mir, das ist immer wieder ein super schöner Kontrast gegen das Blau, weil es natürlich Komplementärfarben sind und ich liebe das einfach sehr. Deswegen, da müsst ihr mit leben, Leute. You know, what I just said. I really love this complementary colors, and you really have to live with that. Me using them, not every now and again, pretty often, but just love them. Okay, touch it up here with a bit of white. There was a bit of the watercolor still on top, but what I do now is, of course,
I wanted that it needed to be something going on, and I take here my gel medium and I will put some art stones on top, and you might think there's already enough crackle paste on top, but I think these art stones are absolutely fantastic. They now finish that little piece much better off than only with the crackle paste. I wait until that's dry and then I will go over with color again. Ich habe jetzt hier einfach auch nicht widerstehen können, noch mehr Textur drauf zu bringen. Das Problem ist natürlich, man kann sagen, oh, da ist so viel Crackle Paste drauf oder Krakelierpaste drauf. Ja, aber ich wollte, das Segelboot jetzt einfach noch so ein bisschen verstärken, das Ganze, den Effekt auch. Habe da ein Gel-Medium benutzt und dann die kleinen Artsteinchen drauf. Nachdem die jetzt trocken sind, packe ich noch ein bisschen von diesem Grün-Blau Wasser von der Aquarellfarbe drauf. Und ich denke mir hinterher noch, wenn das trocken ist, packe ich auch noch ein bisschen, touch ich das ab, ja, da gehe ich dann noch drüber mit dem Finger und ein bisschen Gesso, einfach um da auch wieder ein bisschen das zu verstärken und eben wirklich dieses tosende Meer mit den Gischt auf den Wellen und ja, das wollte ich im Prinzip, diese Atmosphäre wollte ich einfach auch bekommen. You know, I really wanted to have this wild ocean atmosphere with the high waves and with the very, very, very troubled water. And that's what I think works with these art stones, what I did at the moment, very well. And I will go over with white gesso again with my fingers just to have a bit more white there. But before I do that, I protect everything with a nice layer of that's a liquid varnish. That's why I go over here, especially to prevent the crackles from flaking. That's what they like to do. So this will be a card, and it needs to look great even after posting it. Don't know if I would post it with a boat on it. We'll see. I don't know. So, ich habe dann hier mit noch einem flüssigen Varnish drüber, einfach auch um die Risse zu schützen, weil die gerade mit dieser Krakelierpaste, ich habe noch keine gefunden, wo das nicht passiert, da wie sagt man das, die flaken off, also die gehen, das springt runter, das blättert ab, das war's, was ich suchte. Das blättert ab, das passiert, das kann man gar nicht verhindern. Und deswegen mache ich immer eine schöne Schicht mit dem flüssigen Varnish drüber und das funktioniert ganz gut. Das hält es davon ab zu blättern. Jetzt habe ich es. Ich habe immer nach diesem Wort gesucht, for flake it off. Ja, weil ich werde das wahrscheinlich per Post schicken, ich weiß noch nicht genau, aber das soll schon in einem Teil dann ankommen. Okay, nun zum Wort und das Wort ist hier Seasicle und ja, das finde ich einfach passend dafür. So, this is my word. I put it on 3D tape and it goes on very close to the boat because I really like to work in cluster. And it makes everything a bit more balanced. Okay, some drops here, some splatters. That's why I protect the boat. Und ich habe dann hier noch ein paar Tropfen draufgepackt, habe dann mit dem Papier das Boot hier abgedeckt. Sollte einfach noch ein bisschen unruhiger sein und dann klebe ich das Wort relativ nah ans Boot. Ich liebe das einfach so in Clustern alles zu gestalten. Das balanciert alles ein bisschen besser aus und das sieht aber lieblicher aus fürs Auge. Das Auge mag das irgendwie, ja, lieber, finde ich. So ein bisschen weiß noch hier auf meine Kügelchen und dann kommt auch schon das Close-Up. Ich glaube, das war's dann, ja. So, guys, I will, as you can see, put even more of the white gesso here on my art stones, but that's it, and the close-up is coming now. So I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. And yeah, I hope I see you very soon with my next project. Until then, I say
Yeah, have a fantastic time, but don't forget to stay creative. Bye bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und konntet was für euch mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, wäre ich super, super happy drüber. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit und vergesst nie, bleibt kreativ. Also bis dann, tschüssi.